So, guten Morgen. Meine letzten Tage in Griechenland brechen an. Und wie man sehen kann, ist das Wetter schlecht. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben. So, nach meinem Workaway bei der lieben griechischen Familie auf der Farm bin ich nicht viel herumgekommen. Ich hatte danach einen Aufenthalt über Warm Showers für ein paar Nächte. Und dann habe ich über die Feiertage und meinen Geburtstag 2 Wochen in einem Wald gelebt. Das war so ein kleiner Naturpark in der Nähe vom Marathon. Wirklich schön am Meer. Aber eigentlich war es total verboten, da zu zelten. Aber wenn man sich klein und hässlich macht, unauffällig ist, seinen Müll und so weiter alles mitnimmt, dann geht das schon. Gab jedenfalls keine Probleme. Naja, dann hatte ich nochmal ein Workaway für eine Woche, wo ich im Haushalt dann so ein bisschen mitgeholfen habe bei einem ganz lieben Pärchen. Und naja, dann hatte ich so ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Habe mir überlegt, wie ich das mit meinem Hund alles so anstelle. Und den Plan, den ich mir in den Kopf gesetzt hatte, der hätte so nicht unbedingt funktioniert. Also es hätte schon funktioniert alles, aber es wäre halt umständlich geworden. Und der Knackpunkt war dann am Ende, dass ich meine Beurlaubung nicht so mir nix, dir nix hätte verkürzen können. Ja, und dann habe ich halt entschieden, dass ich für den Hund eine Patenschaft übernehme. Und weil ich auch schon Kontakt zu dem Tierschutzverein hatte, habe ich dann angefragt, ob ich da im Shelter denn ein bisschen helfen kann. Für ein paar Wochen. Dann kann ich bei meinem Hund sein, mich ein bisschen um den kümmern, neben den ganzen anderen Hunden. Naja, das hat dann auch soweit geklappt. Ich habe dann auch über ein Mitglied vom Verein eine ganz tolle Unterkunft bekommen. Und zwar wie im 7. Himmel. Schön in einem Haus mit Garten, eigener Wohnung. Total klasse. Naja, dann war ich gerade auf dem Weg dahin. Dann kriege ich die Nachricht, dass der Hund weg ist. Die Kleine hat nämlich ein schönes Zuhause gefunden. Die wohnt jetzt in Österreich bei einer lieben Familie. Schön ein bisschen ländlich gelegen mit Haus und Garten. Das hat mich sehr gefreut. Ja, aber ich habe dann gesagt, ich helfe trotzdem. Und ja, was ich da so gemacht habe in dem Hundeshelter, das zeige ich euch jetzt mal. Du sollst hier nicht knabbern. Hallo. So, mein Tag beginnt damit, dass ich in die ganzen Boxen reingehe und allen Hunden einmal Hallo sage. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Na? Ja, hallo. Guten Morgen. So, nachdem ich allen Hunden dann einmal Hallo gesagt habe, gucke ich dann den Tag über, dass es hier alles schön ordentlich ist. Na, viele Hunde kacken auch ganz schön viel. Na? Guck mal, das ist ja wieder ein ganz besonders schöner Haufen. So, die schönste Aufgabe ist aber das Rudelkuscheln. Ne, da kriegen die Hunde leider viel zu wenig von. Streicheleinheiten, Leckerlis, ne? Das können die Angestellten bei den ganzen Hunden hier gar nicht leisten. Aber ich musste mir meine Fellnasen auch erstmal so ein bisschen erziehen teilweise. Weil der hier, der wollte mir zu Anfang den Arm abbeißen. Dieser Kleine hier, der wollte mich zu Anfang auffressen. Die beiden hier, die wollten mich auch auffressen. Der Weiße hier, der Zacharias, das ist so eine richtige Schmusemarke. Oh. Das war auf jeden Fall eine tolle und wertvolle Erfahrung. Man darf nicht vergessen, die Tiere hier in Griechenland, die haben einen anderen Stellenwert als bei uns zu Hause. Und für Straßenhunde ist es die Regel meistens, dass Leute versuchen, die zu vergiften.
Die werden irgendwo angebunden und allein gelassen. Kleine Welpen werden in Plastiksäcken irgendwo ausgesetzt. Mit Junghunden, die gerade mal ein paar Monate alt sind, spielen sie Fußball. Also so manche Schicksale, von denen ich da gehört habe, die gingen mir echt ans Herz. Und ich bin nun mal mit Hunden groß geworden. Das ist alles nicht so schön. Deswegen bin ich so dankbar, dass es halt Menschen wie Stelios und Pavlos und Kostas und Jorgo und Elena gibt, die so einen Shelter betreiben, wo die Hunde, ich sag mal, zumindest in Sicherheit sind, regelmäßig Essen bekommen, Medizin und so weiter, ihre Impfungen und alles. Natürlich auch Kontakt zu anderen Hunden und Menschen haben. Und dass es so einen Tierschutzverein wie Paws with Love gibt, die halt viel dafür tun, dass die Hunde dann auch vermittelt werden und eine Chance auf ein besseres Leben haben. Ne? Wie meine kleine Charlene halt. Also von daher ist das schon eine tolle Sache, auch wenn die Umstände natürlich so auf den ersten Blick nicht sonderlich schön sind. Und eigentlich ist der Shelter auch viel zu voll. Aber gut, was will man machen? Ich war mit dem Stelios einen Tag unterwegs, um Welpen zu impfen. Und allein in der kurzen Zeit hat er 2 Anrufe bekommen, dass hier 9 Welpen gefunden wurden, da wurden 6 Welpen gefunden. Und das geht eigentlich den ganzen Tag so. Ja, und das eine oder andere Foto haben sie mir dann mal gezeigt, wie sie die Hunde gefunden haben. Weil da fällt einem nichts zu ein. Das ist echt traurig. Aber das ist nun mal die Realität. So, jetzt bin ich auch gerade auf dem Weg zum Shelter. Dann sag meinen kleinen Fellnasen nochmal Tschüss. Ja, und ich glaube, das wird mir nicht so leicht fallen. Weil viele habe ich dann doch so ins Herz geschlossen. Und jetzt auch wirklich fast jeden Tag gesehen. Aber gut, die Tour muss halt weitergehen. So, kommt mal her, ihr Süßen. Hm? Na? Oh Gott. Ja. Oh. Doof nur, dass ich nur 2 Hände habe, wa? Na? Oh, komm her. Oh ja, ihr Süßen. Oh, ihr werdet mir fehlen. Hey. So, die Hübsche tut mir besonders leid. Das ist die Schoko. Mit der haben sie, als sie 7 Monate alt war, Fußball gespielt. Die ist mittlerweile 10. Und die hat so viel Angst vor Menschen, die wird gar nicht mehr vermittelt werden können, die Ärmste. Hm? Oh. So, auf zur nächsten Schmuserunde. Ja, und diese 2, die sind seit vorgestern hier. Die sind von der Bezirksdirektorin gekommen und die müssen jetzt zusammen mit dem Hundetrainer herausfinden, ob die beiden aggressiv sind. Wenn sie nicht aggressiv sind, dann dürfen sie auf der Straße leben, weil hier dürfen sie dann nicht bleiben. Aber wenn es aggressive Hunde sind, dann müssen sie wahrscheinlich euthanisiert werden. Das ist unglaublich. Dabei sind sie einfach nur total verängstigt, die Armen. Ja, mit den kleinen Welpen ist es immer noch am schönsten. Das ist das erste Mal, dass ich nicht von einem 5 aufgefressen werde. Aber ich kann euch leider nicht mitnehmen. Auch wenn ich es wollte. Hm? Ja, ist ja gut. So, und ich bin jetzt wieder an dem Ort, wo alles angefangen hat. Wo ich nämlich meinen kleinen Hund gefunden habe. Mein Navi hat gesagt, ich soll hier lang fahren. Was hat er mir gesagt, dann fahre ich da lang. So, und das ist die Stelle, wo die Kleine unter den Zaun durchgekommen ist. Und das ist dieser Verschlag, wo sie drin gewohnt hat. Ich komme da jetzt leider nicht hin. Ist hier alles zu, um mir das mal anzugucken. Aber ja, hier habe ich sie gefunden. Die kleine Hübsche. So, ich habe einen Schlafplatz für diese Nacht gefunden. Und zum Glück ist diese kleine Kapelle auch offen. Weil es könnte halt Nacht nämlich Regen geben. So schlafe ich wenigstens schon trocken. Tja, damit ist meine Winterpause nun noch fast vorbei. Und wenn ich die Zeit hier in Griechenland so ein bisschen rekapituliere, waren diese letzten 3,5 Wochen, die ich im Shelter helfen durfte, tatsächlich die schönsten. Eigentlich hatte ich für Griechenland ja ganz andere Pläne gehabt. Ich hatte überhaupt nicht die Absicht, hierher zu kommen und einen Hund von der Straße zu retten. Und die Arbeit in einem Shelter hatte ich in Betracht gezogen, weil ich über Workaway ein paar gesehen habe.
Aber ich hatte mich nicht darauf fixiert. Tja, und dann habe ich meinen kleinen Hund gefunden. Das war reiner Zufall. Ja, und wir hatten großes Glück, dass wir dann letzten Endes an so tolle Menschen gekommen sind, die sich mit so viel Hingabe für das Wohl der Tiere einsetzen. Das war echt schön. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte. Tja, eine Reise schreibt Geschichten.